Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Diebstahlschutz von euren Fahrzeugen, denn dazu haben wir schon sehr viele Anfragen bekommen, wie man denn das eigene Auto nun besser gegen Diebstahl schützen kann. Hintergrund ist vermutlich der, dass sehr viele Autos heutzutage sogenannte Keyless-Systeme besitzen. Das heißt, man kann schlüssellos ins Auto einsteigen, man braucht eigentlich nur hier die Hand in den Griff reinzustecken. Das Auto erkennt den Schlüssel bei sich, man muss den nicht rausholen, man kann das Auto ohne Schlüssel starten, super bequem. Bietet allerdings natürlich auch gewisse Risiken. Denn theoretisch kann dieses Signal von jemandem, der das eben nicht gut mit euch meint, abgefangen werden, der dann das Auto für euch öffnet, während ihr den Schlüssel gerade bei euch tragt oder natürlich sich zum Beispiel einen neuen Schlüssel kodiert. Das heißt, der Dieb bräuchte dann noch nicht mal irgendwie hier das Auto aufbrechen, sondern er steigt sozusagen mit eurem Signal ins Fahrzeug ein und kann unbehelligt losfahren. Die Autohersteller wissen natürlich, dass es dieses Problem gibt und rüsten hier immer weiter nach, um eben herauszufinden, ist das jetzt hier ein kopiertes Signal oder eben nicht. Allerdings ist das Ganze natürlich ein richtiger Wettlauf zwischen den Dieben, die die Technik immer wieder optimieren, und den Herstellern, die sich neue Sachen einfallen lassen. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, was kann man nun tun, um hier eine zusätzliche Sicherheitsbarriere einzubauen, ohne dass man jetzt beim eigenen Auto das Keyless-System ausschalten muss. Und da bieten sich natürlich verschiedenste Systeme an, und wir wollen mit einer Videoreihe euch mal Stück für Stück einige Systeme hier vorstellen. Und heute geht es um das Thema mechanische Sperre. Das heißt, wir bauen also eine mechanische zusätzliche Sicherheitsstufe ein, und da gibt es auch ganz verschiedene Methoden, und heute dreht es sich um das Thema mechanische Gangschaltsperren. Ich habe hier mal auch schon ein Paket für euch vorbereitet, denn wir werden heute in diesem Video mal bei einem Ford Transit, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, so eine Gangschaltsperre einbauen. Denn gerade bei diesen hochwertigen Wohnmobilen ist es eben so, dass sie sehr hohe Anschaffungskosten haben, aber eher relativ einfache Schließsysteme besitzen, die leicht zu knacken sind. Hier haben wir eher so nicht das Problem mit den Keyless, sondern eigentlich so, dass die Schlösser sehr einfach ausgeführt wurden und das Auto dann eben leicht geklaut werden kann und der Schaden natürlich dementsprechend groß ist. Und deswegen haben wir hier auch schon seit längerer Zeit den Partner Berlock. Das ist sozusagen ein Hersteller aus Berlin. Vielleicht auch unbedingt passend dazu, weil das Ganze natürlich in Berlin auch so ein Brennpunkt für Diebstähle ist. Und die haben sich eben auf mechanische Sperren oder mechanische Sicherungen hier spezialisiert. Heute eben eine Gangschaltsperre. Es gibt aber natürlich auch Lenksäulensperren, die auch sehr beliebt sind, speziell für die Fahrzeuge, die eben zum Beispiel ihren Automatikwahlhebel am Lenkrad selber haben. Das heißt, hier gibt es keine mechanische Verbindung, die man blockieren kann, oder aber die nur Tasten haben wie Parken, Drive, die man elektronisch drückt. Hier kann man auch mit einer mechanischen Schaltsperre nichts auslösen. Hier muss man also mit einer Lenksäulensperre arbeiten, und da wird eben die zusätzliche Lenksäulensperre des Herstellers erweitert durch ein wirklich massives System, das eben nicht ganz so leicht zu knacken ist wie das Herstellersystem. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch sogenannte OBD, wie soll ich sagen, Safer. Das heißt, da wird ein Modul auf die OBD-Schnittstelle gesteckt, sodass das Auto eben nicht auf irgendwelche fremden Schlüssel kodiert werden kann, dass man es nicht losfahren kann. Das sind eben noch zusätzliche Schutzmethoden. Man kann auch hier sogenannte Safes bestellen, wenn man also zum Beispiel in seinem Wohnmobil auch die privaten Sachen so ein bisschen absichern will, zum Beispiel unter dem Beifahrersitz, im Handschuhfach, wo halt Platz ist. Auch da bietet das Hersteller hier Systeme an. Also wirklich eine komplette Absicherung, so viel wie man eben in seinem Fahrzeug hier sichern will, gibt es hier wirklich tolle Konzepte. Heute, wie gesagt, haben wir eine Gangschaltsperre, und ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt hier mal direkt das Paket an. So kommt es dann bei den Händlern an. Es ist grundsätzlich auch so, dass hier nur zertifizierte Werkstätten diese Produkte einbauen können. Also es ist nicht zum Selbsteinbau oder Selbstkauf gedacht. Aber wir nehmen euch halt einfach mal mit, dass ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben uns jetzt hier eben für eine Gangschaltsperre für einen Ford Transit von unserem Kunden entschieden. Und wir schauen einfach mal, was alles im Paket enthalten ist. Ist auf jeden Fall sehr gut verpackt, dass hier nichts passieren kann. So ist es nun hier bei uns angekommen. Hier seht ihr nochmal den Typ Ford Transit. Da ist eine spezielle Teilenummer. Und es ist dadurch, dass diese Systeme wirklich komplett auf den jeweiligen Typ zugeschnitten sind, ganz wichtig, dass man hier auch das richtige Produkt bestellt. Da ist wirklich das Baujahr relevant, teilweise die Motorisierung. Natürlich ganz wichtig auch, was ist Automatik, wie viele Gänge und so weiter. Denn das Ganze wird wirklich ans Auto angepasst. Das sind, ja, das, wie ich vorhin schon sagte, ja fast schon eine Manufaktur. Das dauert auch mal eine Weile, bis die neuen Produkte auf den Markt kommen. Man kann auch, wenn das eigene Produkt noch nicht vorhanden ist, gerne auch zum Hersteller hinfahren. Die bauen das dann sozusagen direkt am Fahrzeug für euch ein. Und ganz wichtig, es werden hier immer nur Originalbefestigungspunkte verwendet. Also man muss hier nicht irgendwas zusätzlich im Auto Löcher bohren oder reinschrauben, sondern es ist wirklich hier speziell auf die vorhandenen Montagepunkte angepasst. Ich mache das Ganze mal für euch auf. Ich habe jetzt heute bloß mein Cuttermesser nicht dabei. So, fangen wir erstmal mit dem Hauptteil an. Ihr seht schon hier an der Form, das
Ganze wurde also wirklich auf das Fahrzeug hier entsprechend angepasst. Ich weiß jetzt nicht genau die Montagelage, werden wir dann nachher am Auto sehen. Hier ist also das Schloss zu sehen, mit dem man dann das Schloss hier auch öffnen kann. Es ist auch natürlich ein Schließsystem dabei. Hier sieht man noch Befestigungsschrauben. Das sind spezielle Schrauben mit Abreißköpfen. Da sind auch noch ein paar mehr dabei zur Befestigung. Der große Vorteil ist hier, dass selbst wenn der Dieb versucht, hier das System auszubauen, wird er sich hier sozusagen die Zähne ausbeißen. Denn diese Schrauben reißen die Köpfe bei einem gewissen Drehmoment ab, sodass also hinterher eigentlich nur noch eine plane Fläche übrig ist. Man kann das dann hinterher wirklich nur noch durch Rausbohren rausbekommen, dieses System, also ist wirklich extrem gut gesichert. Der Hersteller arbeitet auch mit gehärtetem Stahl, also das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheitshürde. Wir haben hier auch ein sehr, sehr hochwertiges Schloss mit dabei, das gegen die normalen Lockpicking-Methoden, die man so kennt, auch gesichert ist oder es eben sehr, sehr lange dauert, bis man dieses Schloss auch wirklich geknackt hat. Hier sieht man auch nochmal, Schlüssel sind jetzt hier 3 dabei. Hat man sich noch für weitere Produkte von dem Hersteller entschieden, so könnte man auch theoretisch gleichschließende Schlösser bestellen. Das heißt, ihr habt einen Safe, einen OBD-Saver und dieses System noch dazu, dann braucht ihr im Endeffekt nur einen Schlüssel. Das müsst ihr natürlich dann beim Hersteller angeben. Hier ist dann auch so eine Art Codekarte dabei, mit der ihr das dann beim Hersteller angeben könnt. Ist auch ein Aufkleber mit dabei. Empfehle ich auch grundsätzlich hier in die Scheibe irgendwo dran zu machen, denn der Dieb, der euch vielleicht bei eurem Auto sich zu schaffen machen möchte, der weiß dann eben direkt schon am Aufkleber, oh, hier ist noch ein zweites System verbaut, vielleicht gehe ich dann direkt zum nächsten Fahrzeug und erspare mir hier die Mühe. Hier noch, wie gesagt, noch zusätzliche Abreißschrauben. Dann hier so ein Ring, und zwar müssen wir hier durch die Verkleidung am Fahrzeug ein Loch bohren, damit dieses Schloss durchpasst. Das ist dann sozusagen die passende Abdeckkappe, damit dieses Bohrloch ein bisschen abgedeckt ist, dass es schöner aussieht. Und hier noch ein eventuelles Element, da weiß ich nicht ganz genau, wo es hinkommt, werden wir uns dann nachher bei der Montage mal anschauen. Ganz wichtig für euch zu wissen ist sicherlich auch noch, dass dieses Produkt hier auch TÜV geprüft ist. Das heißt, es muss in keiner Form irgendwie eingetragen werden. Der Hersteller selber bietet auch eine 5-jährige Garantie auf die Funktion, wobei wir das schon sehr, sehr lange machen. Ich würde sagen, jetzt mittlerweile über 10 Jahre und wir hatten noch nicht einen einzigen Garantiefall in der Zwischenzeit. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr langlebig konstruiert und die Schlösser, die da verbaut werden, sind sehr, sehr hochwertig. Das Einzige, was wir höchstens mal haben, dass ein Kunde irgendwie Schlüssel verloren hat und dann kann man nochmal einen Schlüssel nachbestellen. Aber mehr hatten wir in der Zwischenzeit tatsächlich noch nicht. Und wenn man sich wirklich dieses System mal anschaut, ist es einerseits auch wirklich schwer und massiv. Das ist also wirklich kein Spielzeug. Die Nähte sind hochwertig verschweißt, das Ganze ist pulverbeschichtet, also auch wirklich korrosionsbeständig, sollte das irgendwie mal mit Feuchtigkeit in Kontakt bekommen. Wir haben hier hinten diesen Bolzen, der sich dann hier reinschieben wird. Auch das ist wirklich ein richtig dicker Wummer, also nicht nur so ein kleines Spielzeugelement. Also ich muss wirklich sagen, wir haben schon lange Erfahrung mit diesen Systemen gemacht, hauptsächlich im Camperbereich verbauen wir das und die Kunden sind sehr, sehr zufrieden und bis jetzt konnten wir hier auch wirklich keinen Diebstahl in unserer Kundschaft mehr hier verzeichnen. Von daher scheint es also wirklich auch eine abschreckende Wirkung bei den Dieben zu geben. Gut, ich hätte gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal am Kundenfahrzeug an, wo das verbaut werden soll, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Dann werden wir das teilweise zerlegen, montieren, dass ich euch das auch mal zeigen kann, wie es dann tatsächlich live funktioniert, wie es sperrt. Und ich glaube, dann könnt ihr einen ganz guten Eindruck auch gewinnen, ob das vielleicht sogar was für euer Auto wäre. Hier seht ihr schon mal das Kundenfahrzeug, also ein teilintegrierter Ford Transit. Facelift-Modell, relativ junges Auto. Ich glaube, der ist erst vor kurzem zugelassen, hat nur um die 100 Kilometer. Und ich zeige euch jetzt mal innen drin, wo das Ganze positioniert wird, dass man sich das, glaube ich, schon mal jetzt gut vorstellen kann. Am besten du schaust mal auf die Beifahrerseite rein. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier ein Basisfahrzeug mit Schaltgetriebe. Das Ganze funktioniert allerdings beim Automatikgetriebe ganz ähnlich. Ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen hinzuhalten, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Unter den Verkleidungen sind dann verschiedene Befestigungen schon vom Hersteller vorhanden. Da wird das Ganze hier dann arretiert, ungefähr so in dieser Position, nur eben unter den Verkleidungen. Und man kann eben schon erahnen, dass hier dann das Schloss in diese Verkleidung eingebohrt wird. Das heißt, es ist eigentlich auch ziemlich gut zu erreichen. Man hockt sich auf die Fahrerseite, kann dann hier einfach den Bärlock öffnen und dadurch natürlich das Schaltgetriebe bedienen und natürlich auch wieder verriegeln. Also muss man sich jetzt hier nicht irgendwie megamäßig bücken. Also schauen wir uns dann einfach nachher mal an, wenn alles zerlegt ist. Ich glaube, dann kann man sich diesen Mechanismus auch ein bisschen besser vorstellen. So, die Arbeiten sind nun abgeschlossen und eigentlich könnten wir schon wieder alles zusammenbauen. Aber gerade an dieser Stelle ist es für euch, glaube ich, auch mal interessant zu sehen, wie dieser Mechanismus eigentlich funktioniert. Und das kann man jetzt im Moment schon mal sehr, sehr gut hier erkennen. Ihr seht hier auf der linken Seite schon das Schloss. Das hatte ich euch vorhin ja gezeigt. Mit diesem ganzen Mechanismus ist hier alles eingebaut worden. Abreißschrauben hier befestigt, hier oben befestigt. Und hier sieht man jetzt auch nochmal dieses schwarze Element, was ich euch vorhin in der Verpackung gezeigt hatte. Das wird auf das Schaltgestänge geklemmt. Und hier
kann man das eben durch Schalten in die entsprechende Position bringen. Ich gehe jetzt mal hier für euch in den Rückwärtsgang rein. Marcel dreht mal am Schloss. Der Bolzen wird durch dieses Metallelement geführt. Dadurch ist das Ganze jetzt arretiert. Es ist also unmöglich, jetzt hier einen anderen Gang auszuwählen. Mach mal wieder auf. Und dieser Mechanismus, der schaut jetzt hier recht offen aus. Es gibt aber noch mal eine zusätzliche Abdeckplatte, mit der man das hier sehr, sehr gut nochmal schützen kann. Das machen wir nachher auch noch mit diesen Abreißschrauben fest. Und so ist es nahezu unmöglich, hier vorzuarbeiten. Oder der Aufwand ist so groß, dass eigentlich die Diebe in der Zwischenzeit sowieso schon abgeschreckt sind und das Weite suchen. Ja, wir werden das Ganze jetzt für euch nochmal zusammenbauen, damit man eben sieht, dass wirklich von außen so gut wie nichts zu erkennen ist, bis auf das Schloss. Und ja, dann probieren wir das Ganze doch nochmal im Alltag aus. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, alle Verkleidungen sind wieder am ursprünglichen Platz und ich finde, schaut wirklich klasse aus. Man kommt auch hier vom Lenkrad noch sehr gut an das Schloss vom Bearlock ran, ohne dass man sich jetzt motzmäßig bücken muss. Und wir probieren das Ganze mal aus. Ich habe jetzt hier schon mal den Rückwärtsgang drin. Ihr könnt natürlich auch erster, dritter oder fünfter Gang geben, aber ich finde eigentlich den Rückwärtsgang am besten, weil es eben dann die größte Schutzfunktion bietet. Ihr nehmt das Lenkradschloss, aktiviert das Lenkradschloss, macht den Motor aus und dann geht er hier unten einfach rein ins Schloss, dreht eine halbe Umdrehung nach oben. Jetzt ist das Ganze auch schon verriegelt. Ihr könnt den Gang nicht mehr verändern und mit dem Rückwärtsgang kommt man ja auch nicht wirklich weit mit so einem Fahrzeug. Will derjenige, der das Auto entwenden will, das Ganze wirklich nutzen, müsste jetzt hier sehr, sehr mühsam an diesem System dran arbeiten. Ich habe euch ja gezeigt, wie schwierig es ist, da überhaupt ranzukommen. Also ich finde, hier haben wir jetzt wirklich eine super Lösung gefunden, einfach in der Anwendung, ohne dass man jedes Mal irgendwas wegbauen muss, dran bauen muss und von daher hier eine ideale Schutzwirkung für so ein hochwertiges Fahrzeug wie diesen Camper. Habt ihr zu diesem Thema noch irgendwelche Fragen, wendet euch gerne an uns und schreibt es unten in die Kommentare rein, gar kein Thema. Habt ihr vielleicht ein Auto, bei dem ihr das gerne mal einbauen wollt, schreibt uns eine E-Mail, da können wir euch auch hier ein Angebot erstellen dafür. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns ein Like nach da und denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren, drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video.